Seit der letzten Folge befinden wir uns im Land der 1000 Wasserfälle, im brasilianischen Amazonasgebiet. Und es ist genauso, wie es sich anhört. Super spektakulär, super grün, Dschungel, Tiere und tausende Früchte, die ich noch niemals gesehen habe vorher. Aber ich habe auch meine Drohne gecrashed, mein Handy lädt nicht mehr. Außerdem sitze ich hier fest wegen meines kaputten Hinterrads. Und die endlose Warterei auf meine Radnabe macht mich langsam mürbe. Auch wenn das Licht jetzt nicht so gut ist. Gestern Abend war ich ganz aufgeregt, weil hier im Garten an der Tür so eine riesige Spinne war. Wie eine Vogelspinne, vielleicht ein bisschen größer, aber also ist keine Vogelspinne, aber auch so behaart. Und jetzt haben wir eine in der Wohnung. Kann man das sehen? Ich habe mal ein Foto. Oh fucking. It's not funny. Holy shit. It's from it's the same. But it's not the one from yesterday. Ooh. So what do we do? Nothing. You get her. No, I cannot. Or you can bring the cat here and then She will kill the cat. No. Do you think? Maybe. In that one, do you see it? It's like a butterfly. Is it? Oh wow. Big one. Is it butterfly? Yes. Oh ja, da liegt ein No, riesiger... it's like a mariposa. Ja. So sind wir hier mit dem Problem unterwegs. So eine Art Vogelspinne und dann habe ich so die Einmenschen, ja, die sind nicht gefährlich oder doch, die sind gefährlich. Wenn die dich beißen, hast du ein Problem. Also gefährlicher Scheiß und die sind sauschnell und die können natürlich springen und alles und so weiter und ein bisschen unheimlich. Heute bin ich alleine im Haus von Gera, weil er nach Manaus gefahren ist und hier wird gerade der Boden renoviert in allen Zimmern, deswegen steht mein Zeug hier draußen. Und manche Sachen sind halt oben. Und mein Zeug steht hier draußen, auch ein Teil zumindest. Und jetzt habe ich ein paar Tage keine Spinne gesehen. Und jetzt saß hier eben so eine fette Vogelspinne, oder ich weiß nicht, ob das eine Vogelspinne ist. Aber so ähnliches Ding, genau hier unterm Tisch. Und das zeigt, dass ich schon besser geworden bin. Ich habe es immerhin geschafft, sie mit diesem Besen, der da steht, wegzuscheuchen. Sie ist dann dahinter gerannt. Das Problem ist, ich habe es nicht geschafft, sie ganz in die Natur zu bekommen, sondern sie ist diesen Pfosten hochgeklettert. Kann man das sehen? Ist sehr dunkel. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuche es mal ran zu zoomen. Ich kann nicht, ich bin 2 Meter weg, es reicht. Seht ihr das? Diese Silhouette, da sitzt die Vogelspinne. Und ich traue mich jetzt nicht. Ja, also wenn ich mit dem Besen komme, dann rennt sie halt so, es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, dann rennt sie so um den Pfosten herum. Also jetzt lasse ich sie mal da sitzen und hoffe einfach, dass sie nach links hier zu den Nachbarn geht, anstatt hier. Ich habe jetzt, weiß ich auch nicht, mit den Stiefeln, diesen habe ich schon mal reingeguckt, die sind leer. Habe ich auf den einen so mein Kanister gelegt. Ich werde jetzt nochmal mein Handtuch einfach da drüber hängen, glaube ich. Auf der anderen Seite will ich dann auch nicht, dass ich morgen das Handtuch wegnehme und da ist die Vogelspinne drin. Man muss hier wirklich immer alles ausschütteln und so. Man muss aufpassen. Ich hatte zwar noch nie irgendwas in den Klamotten und so, aber ja, in dem anderen Haus, habt ihr es gesehen? Da saß, hallo. Da saß sie in der Wohnung. Deswegen, und sie saß auch schon mal genau hier an dieser Tür-Dings. Die hat der Radar weggemacht. Also die kann hier locker unter dem Türspalt. Könnte sie locker durch. Guten Morgen. Ich habe die Nacht überlebt. Keine Spinnenattacke. Die Spinne war dann später weg, die große. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Ja, es ist dann auch immer so, ja, macht man sich verrückt, wo ist die Spinne hin? Aber ich meine, die Spinnen sind hier überall.
Man lebt quasi immer mit denen, man sieht sie nicht immer. Deswegen ist es so. Und jetzt habe ich mein Zeug wieder ins Zimmer geräumt. Hier ist alles mein Zeug. Wahnsinnig viel Gepäck. Ja. Und da war eben auch wieder eine Spinne. Dann natürlich, ich hatte alles eingeräumt und dann saß hier eine Spinne. So, jetzt nicht so riesig, aber so. Und die habe ich mit dem Besen Hier steht der Besen, habe ich noch da. Vielleicht sitzt sie hier noch. Ja, da sitzt sie noch. Ist nicht so riesig. Aber ist so ein Baby davon. Sieht man das? Ja. Möchte man trotzdem nicht im Zimmer haben. Also, Mann weiß ich nicht, aber ich nicht. Und was ich noch zeigen wollte, ist, dass mein Camping-Equipment, wie lange habe ich das jetzt? Diese 4-Class Isomatte, die habe ich ja erst in Santiago gekauft, letzten August. Also 1 Jahr ungefähr hat sie gehalten. Und die hatte jetzt ein Loch. Also ich habe mich draufgelegt und alle 3 Stunden waren dann immer das weg. Aber da ist ein Kleber dabei. Das ist einfach hier war das Loch. Klebt man drauf. Ist einfach nur abziehen, draufkleben, man muss keinen Kleber benutzen. Es ist wie ein Klebeband. Und es hält. Also das habe ich jetzt schon eine Woche drauf. Also super geil. Ist leider nur einer von diesen Klebern dabei. Also beim zweiten Loch, Game Over. Ich habe es erst mit so Duct Tape versucht, aber Duct Tape, da hat es die Luft rausgepresst. Aber das hält. Und jetzt leider mein Kopfkissen. Ich habe hier so ein aufblasbares Kopfkissen, das ist nur der Bezug. Das andere, ich habe das jetzt schon mal rausgebracht. Aufblasbares Kopfkissen. Das ist leider auch kaputt. Da drückt hier irgendwo die Luft raus. Ja, das werde ich jetzt nochmal versuchen zu kleben. Mal schauen. Ansonsten, ja, so ein Kopfkissen, das brauche ich nicht unbedingt. Man kann auch einfach einen Pullover nehmen oder hier, ich nehme meine Skihose als Kopfkissen. Das ist gut genug. Ja, man kann dann irgendwas nehmen an Klamotten. Deswegen so ein aufblasbares Kopfkissen braucht man nicht unbedingt. Also wenn ich das loswerde, habe ich ein bisschen weniger Ballast. Das ist natürlich nur eine kleine Sache. Aber gut, alles zählt. Mittlerweile ist das Haus fertiggestellt und es ist auch ein kleines Hotel. Ich glaube 4 Zimmer ungefähr oder 5 gibt es da bei Gera. Wenn ihr in der Gegend seid, könnt ihr dort gerne übernachten oder zumindest euch mit ihm in Verbindung setzen und überlegen, ob ihr dort übernachten wollt. Ich kann es nur empfehlen. Es passiert mal wieder was. Und zwar, ihr hört es regnet. Es ist ein Ereignis, denn es hat die letzten 2 Wochen gar nicht geregnet. Brutal heiß, auch die Einheimischen sagen extreme Hitze. Kann sich mittags quasi gar nicht bewegen. Und gestern hat es mega geschüttet, dass dieser Weg hier, vielleicht kann ich mal ganz kurz rauslaufen, es regnet noch nicht so ganz doll für hiesige Verhältnisse. Ich habe schon zu meiner Mutter gesagt, wenn es hier regnet, normal würde man sagen in Deutschland Jahrhundertflut. Also so, das ist dann wirklich ein knietiefer, wenn es hier regnet, knietiefer Fluss. Und heute Morgen habe ich mich hier schon raus, ich habe mich ja hier schon aufs Maul gelegt, das wisst ihr ja. Und ein zweites Mal fast aufs Maul gelegt und dann auch beim hier Straße überqueren ein drittes Mal beim Laufen fast aufs Maul gelegt. Also es ist hier spiegelblank. Und ja, da wo mein Moped steht, beim Gera sein Haus. Ich habe es jetzt extra da oben geparkt. Jetzt packe ich mein Zeug nämlich auf, weil ich muss heute erneut umziehen. Und zwar ziehe ich nicht zum Gera, sondern ich ziehe heute nach Presidente Figueiredo ins Dorf sozusagen. So, ich laufe jetzt mal mit euch zur Küche, denn ich packe zusammen gerade. Gucke noch, was ich im Kühlschrank habe. Ja, es wird hier jetzt angefangen zu renovieren. Die Treppe ist gestern zementiert, also die Steine waren schon so locker, diese hier. Und es ist jetzt neu Zement hingemacht worden. Und ja, hier den Zaun vergittert, damit die Tiere nicht durchkommen, also die Hunde. Holy shit. Und da hinten arbeiten die Leute auch noch, also es wird hier ganz groß renoviert und es wird auch neu gemacht. Das heißt, es wird nie wieder so sein, wie es jetzt ist. Die haben jetzt auch diese Hütte, das ist so eine Werkzeughütte, Schuppen ausgeräumt und so weiter. Und hier die ganzen Bäume gefällt, also hier waren überall Bäume vorher, ihr habt das vielleicht gesehen, da hinten, seht ihr das? Da liegen die ganzen Stämme
weil die wollen hier Chalets und mehr Camping-Sachen hinmachen und so. Hier waren auch so Typen da, die haben den Garten vermessen, weil es ist ja dann hier ab diesem weißen Zaun ist es abschüssig. Das ist Dschungel quasi. Da ist dann da zwar dahinter noch ein Zaun, wo dann nicht mehr zum Grundstück gehört. Und das wollen die anheben und dann soll das alles Camping werden. Jedenfalls wird es dann hier nie wieder so wie vorher sein. Und jetzt ziehe ich zurück in die Stadt. Vielleicht ist es auch mal gut. Einen Monat bin ich jetzt schon hier. Vor allem Gerard möchte ich nochmal danken. Vielen, vielen Dank. Und als ich bei ihm gewohnt habe, das war super nett. Und ich habe eben auch da oben geparkt, um das noch abzuschließen, damit ich das Rad jetzt nicht noch unnötig belaste. Erstens, weil ich jetzt zum ersten Mal mit Gepäck jetzt da 20 Kilometer oder 15 Kilometer fahren muss. Diese Huckel-Juckel-Piste hier vorne, die so glatt ist, will ich dann vermeiden. Und ja, weil es so glatt ist, möchte ich es auch vermeiden, mich dann nochmal aufs Maul zu legen. Also, es hat geklappt. Ich bin im neuen Hotel angekommen und auch die Radnabe hat gehalten. Und ich wollte es einmal zeigen. Das ist mein neues Zimmer. Ich habe eine Terrasse mit so einem Hängestuhl, Klimaanlage sogar und Zimmer relativ gut. Fernseher, Doppelbett und ein eigenes Bad. Und wenn man hier sitzt, Hühner. Und da steht der Jaguar. Das gefährlichste Tier vielleicht im Dschungel. Leute haben großen Respekt davor. Viele sagen, sie wollen ihn lieber nicht sehen, weil die meisten Leute sehen ihn nur einmal. Und das Ding mit dem Tier ist halt eine riesen, also ist ein bisschen kleiner als ein Tiger, aber der kann halt super, also kann besser laufen als ein Mensch, kann besser schwimmen als ein Mensch und kann besser klettern als ein Mensch. Also wenn du ihm begegnest, dann hast du keine Chance, wenn er dich will. Und ja, hier ist es jetzt eher im Dorf, aber da war es dann echt so, dass die Leute gesagt haben, so ey, die sind hier, manchmal reißen die Hühner und so. Onza heißt es hier. In Spanisch heißt es Jaguar und hier heißt es Onza. Und ja, Leute mit Respekt vor dem Tier. Ja, und was kann ich noch zeigen? Da hinten sieht man das Blaue. Ein Pool. Wie ihr seht, sitze ich auf meinem Motorrad. Es sind 37 Grad. Jetzt steht hier 36. Es schwankt immer zwischen 36 und 37. Und ihr seht, ich fahre 60. Das heißt, mein Moped ist noch nicht repariert. Aber ich bin auf dem Weg nach Manaus, um es jetzt wieder provisorisch fixen zu lassen. Denn ich habe die Nachricht bekommen, dass der Zoll das zurückgewiesen hat und es geht zurück an die Postausgangsstelle. Entweder schicken es nach Japan, dann kann ich es wieder wohin schicken lassen, wo ich will. Ich bin ja immerhin schon mal, also das ist schon mal vielleicht positiv, dass sie es nicht verschrotten, wie sie es vorher angedroht haben. Ja, wenn sie es dann doch irgendwann hier nach Brasilien schicken, dann kann ich es dann noch mal abholen. Ich habe ja dann noch irgendwie 20 Tage Restvisum. Aber ich fahre jetzt nach Manaus, um wieder einen Ring einsetzen zu lassen. Und dann fahre ich nach Venezuela und die Schnauze voll jetzt hier. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich beim letzten Mal versucht habe, das Opernhaus, das Teatro Amazonas zu besuchen. Aber es war irgendeine Veranstaltung oder so und es ging nicht. Aber jetzt habe ich eine Tour gebucht auf Englisch und ich bin hier schon im Vorraum. In 3 Minuten geht's los. Schauen wir uns das mal an. Das Opernhaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Nur aus den feinsten Materialien. Das Holz ist
alles Regenwaldholz und die anderen Materialien wurden alle aus Europa hier angekarrt, weil es war die Kautschukzeit. Da war viel Geld hier, ja, Marmor aus Italien, andere Materialien aus Frankreich und so weiter. Wurden hierher gebracht. Und es ist echt sehr schön. Überall sieht man hier Christopher Columbus. Ja. Und die Kuppel, das herausstechendste Merkmal des Opernhauses, repräsentiert die Flagge Brasiliens am Ende der Monarchie. Sehr cool. Jetzt habe ich das berühmte Opernhaus auch noch gesehen. Ja, hier sieht man ein bisschen von der Kuppel. Und jetzt wird was gegessen. Und dann schaue ich mir mal an, wie es meinem Motorrad geht. Zurück in Presidente Figueiredo. Die ersten 130 Kilometer hat es gehalten. Ich habe es nochmal überprüft. Alles gut. Jetzt freue ich mich auf eine Dusche. Es ist so heiß. 40 Grad in meinem Haus. Brutal. Ja. Hier jetzt nachts. Naja, was haben wir? 8:30, 28 Grad. Angenehm. Und hier die Klimaanlage. Ich habe sie jetzt nur kurz ausgemacht, damit das fürs Video nicht so unangenehm ist, der Sound. Ja, also Dusche, Essen und morgen geht's Richtung Norden. Das war der Chaos-Aufenthalt hier im Amazonas-Dschungel. Ich habe zwar nicht das gekriegt, was ich gewollt habe, aber so ist es auf Reisen. Es geht weiter, geht immer weiter. 6 Wochen im Dschungel. Einige von euch haben mich unterstützt. Es ist super nett. Ich bedanke mich bei Niklas, Road King, Kai Muster. Muster, das ist der Gewinner der Akaso Camp. Sebastian Rakow 5858. Werner Willimann, vielen Dank. Hinweis auf das Interview mit Werner Willimann. Da gibt es ein Video rüber. Auch ein großer Reisender. Meine liebe Mama, natürlich. Oliver, Sven, Fred, Uwe, Frank, Alexander, Gisela, Dirk, Bernd, Your Jump Skydiving, Sven Hesse, Albert, Hubert, For You on Tour. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es falsch aufgeschrieben, aber wahrscheinlich weiß derjenige, wer gemeint ist. Ralf, Yves, Uwe, Mario, Master, Wikirott, Tanja und Jürgen, Torben und Gerd. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich versuche weiter zu liefern. Morgen geht's auf jeden Fall wieder auf die Straße. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti. Auf Wiedersehen.